Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Diese Tasche hat ganz viel Platz und kann man als Einkaufsnetz benutzen oder zum Strand mitholen. Diese Tasche hat ein quadratisches Form, also Boden ist ein Quadrat, 25 x 25 cm. Höhe von hier, von Boden bis zu diesem Griff ist 30 cm und Griff ist 40 cm. Das habe ich mit einem Cotton Multishine gehäkelt. Ich habe dafür 3 Knöll gebraucht. Das ist der Rest davon. Man kann klar mit anderen Garn häkeln, 3 mm. Und Sie können auch variieren, wie groß Boden sein soll. Klar, wenn ihr ein bisschen größer häkelt, dann 3 Knöll wird nicht ausreichend sein. In einem Knöll ist 200 Gramm, 145 Meter. So, Breite, so wie die liegt, hier 46 cm. Als erstes machen wir Amigurumi-Ring und wir häkeln direkt Viereck aus diesem Ring. Also als erste 3 Luftmaschen für die allererste Stäbchen und direkt häkeln wir eine Ecke, das heißt noch 2 Luftmaschen. Dann 3 Stäbchen in diesen Ring. Dann kommen 2 Luftmaschen für die nächste Ecke. Dann wieder 3 Stäbchen in diesen Ring. So, jetzt sieht man schon diese 2 Ecken. Jetzt Ecke Nummer 3, 2 Luftmaschen. Weitere 3 Stäbchen. Und die letzte Ecke, 2 Luftmaschen. Und hier sollte 3 Stäbchen sein, aber eine haben wir schon fertig gehäkelt. Das heißt nur 2 Stück da rein. Diese Endstück ziehen, Kreis schließt sich. Verbindung wird immer das gleiche sein. Schauen Sie, hier ist Stäbchen. Oben bei diesem Stäbchen 2 Faden, die gehören zu diesem Stäbchen. Dann kommen 2 Luftmaschen. Und bei der allerersten Luftmasche gehen wir unter diese 2 Faden. Dann diese Schlaufe durchziehen und so lange rausziehen, dass dieses Stückchen durchpasst. Einmal umwickeln und eine Knoten bilden. Fertig. Reiß abgeschlossen. So sieht das aus. So. Ab jetzt wird ganz einfach sein. In jeder Ecke häkelt man immer 2, also erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, dann noch eine Stäbchen. Praktisch 4 Mal da rein. Und nicht vergessen dann jede einzelne hier. Hier sind 3 jetzt. Für jede Reihe wird das immer das gleiche sein. Ihr häkelt jedes Stäbchen, wo bestehende Stäbchen ist, und in die Ecken eine Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine Stäbchen. Direkt in diese Öffnung. So, fangen wir an. Und man kann anfangen mit 3 Luftmaschen oder ich mag eine Fake-Stäbchen und die geht folgendermaßen. Ich gehe einfach in diese Öffnung rein, ziehe ich das ein bisschen so raus
hier halten, dann drehen, das wird so umgedreht, dann nehme ich Faden, drehe zurück und kommt Faden hier raus. So, noch einmal. Halten, drehen, Faden nehmen, zurückdrehen und eine Masche häkeln. Das ist die erste Stäbchen. Ich denke, die sieht fast ähnlich wie echte Stäbchen aus. So, dann 2 Luftmaschen für die Ecke und genau dieselbe Stelle noch eine Stäbchen. So, Ecke ist fertig. Dann hier 3 Maschen, also 3 Stäbchen unter die 2 Faden oben, gewöhnliche Stäbchen. Und mit jeder Reihe, klar, es wird an jeder Seite 2 Stäbchen mehr sein. Und ab und zu zählen Sie nach, dass die alle Seiten gleich sind. So, 3 Stäbchen bestehende. Jetzt hier in die Ecke eine Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine Stäbchen. Und so weiter. Hier wieder 3 Stäbchen. Und wiederholen Sie jede Ecke Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen. Und kommen Sie wieder hier hin. Hier am Ende, allerletzte Stäbchen, die kommt unter diese Verbindungsstelle. Hier 2 Faden und hinten noch eine Faden. Unter die 3 Faden. Da häkelt der letzte Stäbchen. Und die Verbindung wird immer an dieselbe Stelle sein und wird immer das gleiche. Schauen Sie, diese Stäbchen, 2 Faden. Dann kommt 2 Faden erste Luftmasche, dann zweite Luftmasche. Und unter diese 2 Faden zieht man diese Schlaufe durch, so, bis dieses Häkelstück durchpasst. Und einen Knoten bilden. Fertig, abgeschlossen. Falls ihr einen Fehler entdeckt hier und das alles aufmachen wollt, es geht auf folgendermaßen. Diese Knote ziehen Sie zurück an diese Knote, das nach oben. So. Und in Gegenrichtung wieder das aufmachen. So, ist auf. Und fertig. Und Anfang immer das gleiche. Man fängt immer in diese Öffnung mit einem Fake-Stäbchen an. Dann 2 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen da rein. Es wird nichts anderes passieren. Reihe zu Reihe. Jetzt hier sind 5 feststehende Stäbchen und vergiss nicht alle erste hier unter diese 2 Faden. Und wie gesagt, ab und zu zählen Sie nach, dass die alle Seiten gleich sind. Und so häkelt man diesen Boden in die Größe, welche ihr braucht. So, das letzte hier. Und ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Wirklich allerleichteste Variante von Omas Quadrat. Boden ist fertig. Es ist 25 mal 25 cm. Weiter häkelt man in die Höhe ohne Zunahmen, und zwar 2 Reihen. Ich häkel weiter mit Stäbchen. In jeder Masche unter diese 2 Faden, inklusive diese 2 Luftmaschen hier. Ich gehe nach dem Knoten direkt in diese Luftmasche rein und erste Stäbchen häkeln.
Dann weiter hier unter die 2 Faden und man häkelt einfach in die Höhe. 2 Reihen. Jetzt brauchen wir 8 Maschenmarkierer und markieren diese Stelle, Anfang und Ende, wo wir diese durchgehende Streifen häkeln und später oben werden an diese Stellen Griffe gehäkelt. So, ich habe markiert, also auf die Seite und auf die Seite. Und schauen Sie, hier ist die Ecke, diese 2 Stäbchen, diese 2 Stäbchen und die rechte davon markiert. Dann in diese Richtung 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dasselbe auch hier gemacht. Hier ist die linke Masche, ab hier 6 und auf die Seite auch genau dasselbe. So. Und diese Stellen häkeln wir durch. Alle anderen häkeln wir jetzt in einem Muster. Und zwar, Muster muss anfangen mit einer Luftmasche. So, hier wird durchgehend, hier wird Luftmasche sein am Ende. Hier in diese Stäbchen häkeln wir alle erste Stäbchen für die nächste Reihe. So, man geht hier in die Mitte. Schauen Sie, immer zwischen 2 Faden geht man rein. Hier auch, suchen Sie Stelle zwischen 2 Faden, hier irgendwo, dass die Verbindungsstelle war. Und erste falsche Stäbchen. So. Alle häkeln wir in die Mitte. So, es geht folgendermaßen. Stäbchen, Luftmasche, dann wird hier eine übersprungen und in die nächste häkelt man Stäbchen wieder. Hier in die Mitte, zwischen 2 Faden, damit dieses Netz geradeaus läuft. So, jetzt eine Luftmasche, eine überspringen und die nächste Stäbchen rein. Und so häkelt man abwechselnd bis zur ersten markierten Stelle. Hier am Ende, letzte wird übersprungen, Luftmasche. Erste markierte Stelle bis zu dieser letzten markierten Stelle häkelt man einfach 6 Stäbchen. Ich markiere das wieder. Einfach durchgehend. So, 6 Stäbchen. Weiter geht's wie vorher. Direkt eine Luftmasche, eine überspringen und hier Stäbchen. Und so häkelt man die ganze erste Reihe. Hier abwechseln und wo markierte Stellen sind, 6 Stäbchen durchgehend. Hier bei der Verbindung allerletzte Masche ist Luftmasche. Hier überspringen und hier ist Verbindung. Schauen Sie, diese Stäbchen gehören diese 2 Faden und dann diese 2 Faden ist eine Luftmasche. Unter die verbinden wir auch von hinten nach vorne durchziehen. Und wieder eine Knoten bilden. Genau an die gleiche Stelle fängt man wieder an. Also irgendwo finden Sie hier Platz und erste Stäbchen. Fertig. Und weiter geht es ganz leicht.
Wo Luftmasche ist eine Luftmasche, wo Stäbchen ist ein Stäbchen. So häkelt man Reihe zu Reihe in die Höhe, welche man braucht. So. Und an die markierten Stellen, wie vorher, 6 Stäbchen durchgehend. Hier. So, häkelt das selbstständig in die Höhe. Ich habe insgesamt 17 Reihen mit Netzmuster gehäkelt und anschließend noch 2 Reihen einfach mit Stäbchen. Und nicht vergessen, diese Luftmasche ist auch eine Stäbchen. So, und messe ich jetzt das gesamte Seite. Also hier 2 Reihen, bis hier oben 2. Es ist 29 cm in die Höhe. Die letzte Masche ist hier bei mir offen, abgeschnitten und jetzt verbinden mit diesen 2 Faden hier. Und auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Schauen Sie genau. Ist abgeschlossen. Jetzt hier diese Endstück durch mehrere Maschen runterziehen, auch vernähen. So. Und zuletzt häkeln wir diese Griffe. Die Griffe habe ich auch mit Stäbchen gehäkelt. Ich habe diese Muster weiter so gehäkelt, dass in die Mitte von Stäbchen kommt, auch mit Rückreihen. Genau in die Mitte. Und ich messe mal, wie groß ist das. Sie können auch beliebige Größe häkeln. Bei mir es ist 39 cm ungefähr. Also kann man auch einfach mit Festmaschen häkeln, wer ihr wollt, oder egal andere Muster. So, und ich zeige euch, wie geht das mit diesem Muster weiter. Sie müssen schauen in diese Ecke, wo diese Streife anfängt. Also hier zum Beispiel Ecke und kommt von hier nach innen. Genau, diese Seite schauen und das kommt nach innen. Das heißt, dieser Griff wird von hier bis diese Seite. Wenn ihr macht auf die Seite, geht auch, nur wird dann dieser Abstand größer zwischen den Griffen. Eigentlich können Sie selber entscheiden. Mein Gedanke war, das ist hier, also von Innenecke bis hier Innenecke platzieren. So, ich fange hier oben an. Da sind 6 Stäbchen. Die werde ich auch weiter häkeln. Ich gehe einfach in die Mitte von der ersten Stäbchen hier zwischen 2 Faden. Erste Masche ziehen. Ich fixiere erstmal. So, ein bisschen fest nachziehen. Und genau dasselbe Fake-Stäbchen als erste häkeln. Dann gehe ich weiter, restliche 5, genau wie vorher, in die Mitte, insgesamt 6 Stäbchen. Also 6 Stäbchen sind fertig, dreht man rum. Erstmal eine Fake-Stäbchen häkeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch 3 Luftmaschen häkeln, ist auch relativ egal. So, jetzt häkeln wir in die Mitte. Hier ist so eine Faden und von dieser Seite sind 2 Faden. Und da müssen wir zwischen den Faden rauskommen. Also hier diese eine Stelle, diese Streife bleibt von rechts und hier kommt man rein. So, und dann kommt zwischen 2 raus. Okay, drauflegen, hier raus und Stäbchen häkeln. Und so weiter,
bis allerletzte. Allerletzte wird hier unter den 2 Faden gehäkelt. Also am Ende sind immer so welche 2 Faden hier. Einfach in diese 2 Faden häkeln. So, 6 Stück wieder gehäkelt. Dreht man rum und auf die andere Seite genau dasselbe. Jetzt werden alle Reihen gleich sein. Also erstmal Fake-Stäbchen und weiter in die Mitte hier zwischen 2 Faden raus. Stäbchen fertig. Und allerletzte wird immer unter die 2 Faden gehäkelt. Hier schauen Sie, unter diese 2 Faden 1 und 2. Und eigentlich das war's. Dann häkelt man hin und her, Rückreihen, bis man die benötigte Größe von dem Griff fertig gehäkelt hat. Griff kann man mit Häkelnadel mit Kettmaschen hier verbinden oder einfach mit Wollnadel zusammennähen. Ich mache das mit Wollnadel, bei die allererste hier und durch mehrere Stichen hin und her zusammennähen. Und das war's, die Tasche ist fertig. So viel habe ich noch Rest von 3 Knäueln. Und ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!